Ich würde es jederzeit wieder machen, mir einen Ring einsetzen lassen. Und zwar, weil der Eingriff doch minimal ist. Es ist nicht schmerzhaft. Es hat wirklich sehr viel gebracht innerhalb von kurzer Zeit. Ich würde es jederzeit wieder machen. Mein Name ist Helga Weinreich. Ich bin 58 Jahre alt und wohne in Sarstedt. Das ist in der Nähe von Hannover. Ich habe seit über 30 Jahren MS, sitze im Rollstuhl, bin darauf angewiesen, kann mich auch nicht mehr alleine versorgen. Der Schrank ist extra tief eingebracht für mich. Ich hatte einen Herpes, den hatte ich ungefähr ein Jahr lang und bin ihn auch nicht losgeworden, trotz Salben und Tropfen. Es war einfach hartnäckig. Und dann hat mich Dr. Blomberg darauf aufmerksam gemacht, dass es ja eine Gewebetransplantation gibt. Seit September 2020 war sie bei uns in Behandlung. Es war ein chronisches trophisches Ulkus, was mit Benetzungsmitteln, mit Steroiden, mit Antibiotika, also allem, was man da so machen kann, auch mit Verbänden versucht wurde zu behandeln. Auch Kontaktlinsen, also Verbandslinsen wurden versucht, hat alles nicht geholfen. Und das war einfach sehr frustrierend. Mein Wunsch bestand eben darin, eine möglichst komplikationsarme, schnelle, auch möglichst ambulante Versorgung. Und da kam mir der AmnioClip da kam mir sehr zu Pass. Der Name Amnion war mir überhaupt kein Begriff. Da hatte ich vorher noch gar nichts von gehört. Amnion ist ein Wunderheilmittel. Das ist ein Jungbrunnen. Jeder, der mit Amnion mal versorgt hat, weiß das. Dass letzten Endes alles, was darunter ist, durch die ganzen Wachstumsfaktoren und die anderen Dinge, die da alle so schön drin sind, geheilt werden kann. Das Geniale am Amnionring, dass sie eben nahtlos versorgen können. Ich hatte keine Zweifel, weil ich hatte mich da eigentlich auf das Wort meines Augenarztes verlassen. Ich war da eigentlich schon ziemlich zuversichtlich. Sie wurde dann perioperativ von den Damen in der Narkose empfangen. Es wurde einmal desinfiziert, die Adnexen wurden desinfiziert, dann wurde das Auge anästhesiert mit einer tropischen Anästhesie und dann geht die Patientin in den OP rein. Dann ist es auch gut, wenn der AmnioClip schon eben eine halbe Stunde aus der Verpackung draußen ist, beziehungsweise eine halbe Stunde auftauen kann. Der ist kommt ja unter Trockeneis. Nach der tropischen Anästhesie wird der Patient gedraped, das heißt, er kriegt halt ein steriles Tuch, vorher noch Desinfektion, dann steriles Tuch, dann nochmal tropische Anästhesie, dann wird halt das OP-Mikroskop gerichtet. Ja, und dann kann man letzten Endes den Clip schon ins Auge einlegen. Man sollte einen Lidsperrer nehmen. Wir nehmen da einen Standard-Lidsperrer aus Titan. So, und dann wird halt eine Pinzette genommen. Da sollte eine atraumatische Pinzette bevorzugt werden. Im Endeffekt muss der Operateur darauf achten, da kann er ruhig eine breite Branche nehmen, dass er nur den Ring anfasst und nicht ins Amnion greift, weil sonst ist das Amnion praktisch verletzt oder defekt. Den Lidsperrer sollten Sie eben so ein bisschen anheben, damit Sie die Fornices darstellen können. Und dann können Sie praktisch bei angehobenem Lidsperrer, je nachdem wie tief oder breit die Orbita ist, den Ring einfach einsetzen. Ich habe den dann nach unten eingesetzt und dann praktisch nach oben reingedrückt. Und wenn der dann schon aufsitzt auf dem Limbus, dann ist die OP schon praktisch vollzogen. Dann können Sie langsam aber sicher auch bei angehobenen Fornices die Lidsperrer wieder rausnehmen und der Amnion-Ring ist dann da, wo er hingehört. Sie versuchen mal das Auge locker zu schließen, locker zu machen. Jawohl, so ist er drin. Das war's. Geht's für Sie? Ja. So, jetzt nehme ich mal raus. Die operative Komplikation ist sehr gering. Wie das Einsetzen einer Kontaktlinse. Angst hatte ich überhaupt nicht. Also es war auch nicht unangenehm. Ja, es war erstmal ein bisschen Druck im Auge. Man hat gemerkt, okay, da ist irgendwas, was da nicht unbedingt hingehört. Aber es hat mich überhaupt nicht beeinträchtigt. Nach einer Woche war es dann so, dass die Patientin mich angerufen hatte und meinte, ja, der Ring wäre rausgefallen. Das ist in der Nacht wohl passiert, das ist auch nichts Ungewöhnliches. Die Patienten haben halt alle sogenannte schnelle Augenbewegungen, Rapid Eye Movements in der Nacht. Und dann kann es eben sein, dass so ein Ring sich plötzlich disloziert. Da kann der Patient auch nichts für. Aber das Gute war bei der Patientin, siehe da, die Hornhaut war komplett verschlossen. Das Ulkus war seit längerer Zeit Bestand, war nicht mehr da. Hurra, hurra! Also man merkt gar nichts mehr.
Man merkt überhaupt nicht, dass da mal was drin war. Oder auch, dass da dieser Herpes war. Wenn man überlegt, was die für einen langen Leidensweg hinter sich hat, ist das eine wirklich gute Sache, innerhalb von einer Woche eine Heilung zu erfahren. Mir ist das Ganze nochmal durch den Kopf gegangen. Es ist ein menschliches Gewebe, was in einem Menschen war, was um einen Menschen war. Und ich bin quasi die Dritte im Bunde. Eigentlich bin ich sehr dankbar dafür, dass diese Frau halt dieses Gewebe gespendet hat. Ja, und ich finde, es sollte man sich doch wirklich nochmal durch den Kopf gehen lassen und andere dazu ermutigen, das auch zu tun. Und überhaupt mal sich über Gewebetransplantation zu informieren.